Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir uns dem Weihnachtsstern widmen. Das sind diese süßen Blumen hier, auch genannt Poinsettia. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das ist auch eine Pflanze, die man wirklich typisch nur zu Weihnachten bekommt und die auch oft als Dekoration auf den Tischen dient. Und ich dachte, es ist ganz passend, dass wir die ausmalen. Ich habe bei meinen Recherchen verschiedene Variationen von Weiß, Grün, Rot und Rosa gesehen. Und ich denke, wir werden mal von jedem eins malen. Ich habe extra das Bild genommen mit den kleinen Blumen, dass das auch relativ schnell geht. Wir malen heute mit den Prismacolors und die Farbkombinationen sind wie folgt. Für das Weiß nehmen wir 914, 120, 911, 912. Für die Rotkombination nehmen wir 1095, 924, 923 und 1092. Und für die Rosa-Kombination 1019, 928, 1018, 1013 und ein Weiß. Am besten nehmt ihr ein Weiß, das relativ opak ist, wie zum Beispiel das Prismacolor Weiß, Luminance oder Derwent Drawing und kein Polychromo Weiß, weil das nicht weiß genug ist, um die Sache aufzuhellen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt eure Stifte bereit und wir legen los. Wir fangen mit unserer hellsten Farbe an, dem Cream der 914. Und wir malen damit nur die obere Hälfte des Blütenblattes. Und je weiter wir nach unten kommen, desto mehr malen wir nur die Mitte und lassen den Rand des Blütenblattes komplett frei. Also wirklich nur die Spitze, die Mitte und den Rand freilassen. Das Ganze könnt ihr schon mit relativ starkem Druck machen. Dann mit unserer zweiten Farbe 120 Sap Green Light den unteren Teil des Blütenblattes malen. Und zwar die Stelle, wo es zum Blütenstempel geht und das Grün am Rand hochziehen. Schon mit etwas stärkerem Druck und die Farbe so ein bisschen zur Mitte des Blütenblattes ausblenden, dass sie heller wird und es keine harten Kanten gibt. Also starker Auftrag am Rand und zur Mitte hin etwas ausblenden. Mit der 911, dem Olive Green, macht ihr jetzt quasi genau das Gleiche. Ihr setzt unten am Ende des Blütenblattes an, dort wo der Blütenstempel ist, mit relativ starkem Druck malt ihr den Rand des Blütenblattes hoch, dann die Mitte des Blütenblattes, dort wo diese Einkerbung ist, das malt ihr auch mit der 911 aus. Und mit der 912, dem Spring Green, blendet ihr das Ganze aus. Mit mittlerem Druck, kleinkreisenden Bewegungen, das Ganze ein bisschen in das Creme, das wir zuallererst aufgetragen haben, reinblenden. Und mit dem Creme nochmal über alles drüber gehen, dass die Farben sich sehr gut zusammenblenden und das Grün ein bisschen sanfter erscheint. Bei dieser Weiß-Variante könnt ihr variieren, wie viel Grün ihr mit reinbringt oder ob ihr sie mehr Creme lassen möchtet. Das hängt ganz von euch ab. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal.
Die Blätter, die da drunter liegen, werden etwas dunkler gemalt. Auch hier fangen wir erstmal mit dem Creme an, blenden auch dort wieder die Spitze, aber nicht so weit runter zum Blütenstempel. Und diesmal werden wir mit dem Sap Green etwas mehr ausmalen, und zwar die Mitte unten am Blütenstempel und den Rand ein bisschen weiter hochziehen, sodass mehr Fläche bedeckt ist und das Ganze etwas dunkler ist. Mit dem Olive Green werden wir auch hier etwas mehr Grün reinblenden, den Rand auch etwas dunkler malen und das Ganze etwas weiter hochziehen. Mit dem Apple Green werden alle Farben einmal ein bisschen verblendet und zur Mitte hin etwas sanft ausgelaufen, sodass das sich schön mit dem Creme in einem Rutsch durchblendet und es keine harten Kanten gibt. Wir nehmen jetzt das 90% French Grey, die 1065 dazu, um ein bisschen mehr Schatten zu setzen. Und dafür blenden wir das etwas am Blütenstempel mit rein und betonen den Rand von den Blütenblättern, die ja den Schatten auf das untere Blütenblatt werfen. Und das Ganze blende ich mit dem hellen Grün, den Apple Green, einmal aus und gehe über alles nochmal mit dem Cream drüber. Allerdings sollte man mit der Cremefarbe nicht ganz bis nach unten gehen, weil die Prismacolors dazu neigen, Sachen ja zu überschatten, aufzuhellen, und das Ganze sieht dann eher milchig aus als hell verblendet. Und das Ganze schauen wir uns nochmal an. Die Farben für den Blumenstempel sind für alle drei Blumen gleich. Und zwar sind es die 908 Dark Green, 915 Lemon Yellow und 912 Apple Green. Man geht schon mit relativ starkem Druck vor, kleinkreisende Bewegungen, und zieht erstmal einen Kreis. Der Kreis soll so verblendet werden, dass er sowohl die Kügelchen an dem Blütenstempel als auch die Mitte des Blütenstempels umfasst. Dann blendet man das Ganze mit dem Apple Green einmal aus, schon auch mit relativ starkem Druck, und zum Schluss geht man über alles mit dem Lemon Yellow drüber, um das Ganze zu verblenden und dem Ganzen ein einheitliches Aussehen zu geben. Und schon geht es weiter mit der nächsten Blume. Dafür nehmen wir die 1019 Rosy Beige, 928 Blush Pink, 1018 Pink Rose und 1013 Deco Peach.
Wir brauchen dazu noch ein Weiß und die 912 das Apple Green. Mit der 1019, dem Rosy Beige, malen wir das komplette Blütenblatt einmal aus. Wirklich nur mit ganz leichtem Druck das komplette Blütenblatt einmal ausmalen. Ich muss sagen, die Technik unterscheidet sich bei den 3 Blüten nicht sonderlich. Das Einzige, was variiert, sind eben die Farben. Jetzt nehmen wir die 928, das Blush Pink, und malen damit den Rand und den unteren Teil des Blütenblattes aus. Schon mit relativ starkem Druck und ein bisschen zur Mitte hin ausblenden. Die Spitze des Blütenblattes wieder komplett freilassen. Dann wird mit der nächsten Farbe, der 1018, dem Pink Rose, genau das gleiche gemacht. Wir setzen aber ein bisschen weiter mittig in dem Pink an und blenden das Pink weiter zur Mitte des Blütenblattes aus, damit es einen sanften Verlauf ergibt. Und mit unserer letzten Farbe, der 1013, dem Deko Peach, blenden wir über alles komplett drüber, damit es ein einheitliches Bild ergibt und die Farben schöne Übergänge haben. Zum Schluss gehen wir mit dem Weiß über die Spitze des Blütenblattes und hellen die Mitte auch ein bisschen mit auf. Dann, wer möchte, kann mit dem Apple Green der 912 grüne Akzente setzen. Ich habe sehr viele unterschiedliche pinke Blütenblätter gesehen und man kann mit dem Apple Green noch grüne Akzente setzen. Wie eben schon erwähnt, ist der Blütenstempel für alle Blüten gleich, deswegen werden hier nicht nochmal die Farben gezeigt.
Der Schatten wird wieder mit dem 90% Cool Grey 1067 gesetzt, und zwar deute ich ganz leicht mit dem Grau die Stellen an, wo der Schatten ist. Wirklich ganz, ganz leicht, ganz sanft den Schatten andeuten. Mit der 1019 dann über alles einmal drüber blenden. Wirklich auch nur ganz leicht, nur unten zum Blütenstempel hin ein bisschen mehr Druck anwenden, aber ansonsten über den Rest auch ganz leicht drüber blenden. Dann mit der 928 auch wieder hier mit etwas stärkerem Druck den Rand und unten den Blütenstempel ausmalen, den Rand diesmal ein bisschen weiter hochziehen, damit auf die unteren Blütenblätter etwas mehr Farbe kommt und das Ganze dunkler erscheint. Dann mit der 1018 die vorherige Farbe etwas ausblenden, die Übergänge etwas sanfter machen, das Ganze mit starkem bis mittleren Druck. Auch hier ein bisschen mehr Farbe auftragen als bei den ersten Blütenblättern. Und dann mit der 1013 den Deko Peach das Ganze sanft ausblenden. Und zum Schluss mit dem Weiß die Blütenspitze und die Blütenmitte etwas aufhellen und die Highlights setzen. So, war doch gar nicht so schwer. Weiter geht's. Einmal mit der 1092 Nektar, 923 Scarlet Lake, 924 Crimson Red und 1095 Black Raspberry. Wir starten mit der 1095 Black Raspberry und malen unten am unteren Teil des Blütenblattes mit relativ starkem Druck und ziehen die dunkle Farbe am Rand des Blütenblattes hoch. Nicht ganz bis zur Spitze, ungefähr 3/4 des Weges. Dann blenden wir das ein bisschen aus. Mit der nächsten Farbe, der 924 Crimson Lake, blenden wir Black Raspberry aus und ziehen auch hier die Farbe mit leichten kreisenden Bewegungen und nachlassendem Druck mehr zur Mitte. Wenn man die erste Farbe, also die 1095, ausblendet, nimmt man schon relativ starken Druck, damit auch wirklich die Körnung des Papiers glatt gedrückt wird und da keine weißen Pünktchen zu sehen sind. Mit der 923 blenden wir dann die 924, also die Farbe vorher aus. Also auch wieder mit etwas stärkerem Druck die Farbe ausblenden und den Druck nachlassen, wenn man zur Mitte kommt. Das Ganze mit kleinen kreisenden Bewegungen. Wichtig ist, dass man hier wirklich den Druck nachlässt und dann mit der 923 ganz sanft
den Rest des Blütenblattes ausmalt. Mit der 1092, dem Nektar, wird dann hinterher die Mitte ausgemalt. Ich gehe nochmal mit der 924 hier rüber, weil ich am Anfang ein bisschen zu zögerlich war und gemerkt habe, dass ich zu viel helle Fläche habe. Und mit der 1092 blende ich jetzt die Farben ganz sanft, also nicht stark drücken, ganz, ganz sanft zusammen. Für die Blätter, die hier im Schatten liegen, nehmen wir hier die 1095, diesmal kein Grau, weil die Farbe dunkel genug ist, um den Schatten so auszublenden. Und ich male mit mittlerem Druck, um erstmal zu gucken, wie die Farben so aussehen und sich heranzutasten. Heller werden ist ein bisschen schwer, dunkler werden geht immer. Also geht erstmal vorsichtig vor und guckt, wie dunkel ihr das Ganze haben möchtet. Mit der 924 blende ich dann die 1095 aus. Das mache ich mit stärkerem Druck, den ich dann nachlasse, je weiter ich mit der 924 zur Mitte hinkomme. Als nächstes nehme ich die 923, blende damit die 924 aus. Auch wieder in kleinen kreisenden Bewegungen. Wenn ich die Farbe ausblende, nehme ich erstmal einen relativ starken Druck und je weiter ich zur Mitte hinkomme, lasse ich den Druck immer weiter nach. Die Blütenspitze male ich nur sehr, sehr sanft mit der 923 aus und gehe mit der 1092 darüber, auch nur ganz, ganz leicht, einen ganz feinen Hauch, damit ich bloß keine hellere Schicht auf meine stark roten Farben bekomme. Das Video geht noch ein bisschen weiter. Ihr könnt gerne dranbleiben und euch den Rest anschauen. Zum Schluss zeige ich nochmal die Fotos von den vollständigen Blumen. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ja, hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wenn nein, bin ich gerne offen für Kritik und Verbesserungsvorschläge.
Und falls euch das Video wirklich gefallen hat, auch die anderen Videos in dieser Serie, dann würde ich mich super freuen, wenn ihr zu meinem Channel dazu stoßt. Unten findet ihr einen Abonnieren-Button, klickt drauf, aktiviert die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein Video von mir hochgeladen wird. Ich lade normalerweise immer Freitagsvideos hoch, ab und zu mal mittwochs. Unten in der Infobox findet ihr die Links zu allen Produkten, die ich benutze und auch Links zu meiner Facebook-Seite, meinem Instagram-Account und meinem Blog. Auf meinem Blog findet ihr Fotos zu den Bildern, die ich male, dann natürlich auch die Beiträge zu den verschiedenen Tutorials, die ich mache, die Medien, die ich benutze und Farbkombinationen, die ich da für euch reingestellt habe. Ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Restwoche und eine ruhige Weihnachtszeit. Bis dann!